Die Steuerung im Microsoft Flight Simulator 2024 auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen, kostet so manchem schon den ein oder anderen Nerv. Plug and Play funktioniert in der Regel nicht, Achsen sind verdreht, Knöpfe falsch belegt und in diesem Video möchte ich auf die Grundlagen entsprechend eingehen. Dabei werfen wir einen genaueren Blick auf die Produktfamilie Velocity One von Turtle Beach. Alles, was ihr hier seht, ist auch mit Xbox kompatibel, mit Ausnahme des Flight Decks. Außerdem sprechen wir über die Rudder Pedals, den Flight Stick und den Flight. Wenn dir dieses Video gefällt oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lass mir sehr gerne wieder ein Däumchen da und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eines vorweg, dieses Video beschäftigt sich ausschließlich mit der Steuerung zum Microsoft Flight Simulator 2024. Wer sich zu der gezeigten und weiterer Peripherie im Detail informieren möchte, hat die Möglichkeit, über weitere Videos hier auf meinem Kanal dies zu tun. Die entsprechenden Links dazu findet ihr allesamt in der Videobeschreibung und zum Teil jetzt hier auch rechts oben. Außerdem wird das Video hier in Kapitel unterteilt. Ihr könnt somit zwischen den Themen bequem hin und her springen, falls ihr etwas Spezielles sucht. Wir befinden uns hier am Airport in Lugano im Vision Chat und beginnen das Ganze auf Xbox mit dem Flight Stick. Um alles nach der Tastenhinterlegung direkt ausprobieren zu können, empfehle ich euch dies direkt am Airport durchzuführen. Ich setze voraus, dass ihr auf Xbox und PC die jeweiligen Apps installiert habt und die Hardware auf dem aktuellsten Stand ist. Wichtig ist, alles was ihr jetzt seht, könnt ihr an jeder Hardware anwenden. Ob nun Turtle Beach, beispielsweise Thrustmaster oder Honeycomb, egal was vorne drauf steht, die Herangehensweise ist, was die InSim-Möglichkeiten angeht, immer gleich. Und so finden wir uns wieder in den Einstellungen zur Steuerung. Auf der linken Seite sehen wir in der sogenannten Geräteliste alles, was aktuell, in diesem Fall mit Xbox, verbunden ist. Darunter finden wir entsprechende Voreinstellungen zu der Hardware, die wir darüber liegend angehakt haben, in dem Fall der Controller. Diese Voreinstellungen werden in 3 Teile aufgesplittet. Die allgemeine Steuerung, die Flugzeugesteuerung und die spezifische Steuerung für das verwendete Flugzeug, in diesem Fall dem Vision Chat. In der Mitte finden wir ganz oben eine Suchleiste, mit deren Hilfe wir Begriffe direkt suchen können und gleich daneben finden wir einen Button, um nach Eingaben zu suchen. Darunter liegend haben wir dann mehrere Kategorien, die wir direkt ansteuern können und auf der rechten Seite haben wir eine kurze Beschreibung, falls vorhanden, sowie eine Abbildung, falls vorhanden, immer zur jeweiligen Hardware, die wir in der Geräteliste angehakt haben, sowie weitere Hardware-Einstellungen. Auf der linken Seite unten haben wir den sogenannten Filter. Etwas unscheinbar, aber nicht weniger von Bedeutung. Hier ist gerade für den Anfang wichtig, dass dieser Filter auf keine steht, sodass wir uns sicher sein können, dass wir auch wirklich alles finden und uns nicht selbst durch einen Filter entsprechend einschränken. Im weiteren Verlauf kann man diesen dann durchaus anwenden und so schneller ans Ziel kommen. Jedem Gerät in der Geräteliste ist ein Standardprofil zugewiesen, welches von Anfang an hinterlegt ist. Sobald ihr nun eine Veränderung daran vornehmt, werdet ihr dazu aufgefordert, ein persönliches Profil zu hinterlegen. Dieses könnt ihr frei benennen und hier würde ich euch empfehlen, etwas mit Wiedererkennungswert zum Gerät zu wählen. Und da ihr ja mehrere Profile anlegen könnt, wäre auch zu empfehlen, eine fortlaufende Zahl ans Ende zu setzen. Vielleicht auch das Erstellungsdatum, einfach eine Sortierung, mit der ihr euch leicht tut, es später einmal wiederzufinden, wenn es mehrere Profile gibt. Außerdem habt ihr bei der Erstellung des Profils die Möglichkeit, dieses für alle Luftfahrzeuge zu übernehmen und als Standard einzustellen. Beides würde ich für den Start entsprechend anhaken. Wir wollen Einstellungen am Flightstick verändern und wählen ihn entsprechend aus. Ein passendes Bild gibt es auch schon dazu. Wovon aktuell viele berichten, ist, dass Achsen spiegelverkehrt eingestellt sind. Und am schnellsten stellt ihr das wie folgt um. Ihr klickt hier einmal neben der Suchleiste auf nach Eingabe suchen, worauf das System nach euren nächsten Eingabebefehl scannt. In meinem Fall habe ich hier die Höhenruderachse betätigt und diese wird mir nun hier angezeigt mit dem entsprechend hinterlegten Achsbefehl. Genau diese war bei meinem Flightstick spiegelverkehrt und ich möchte sie entsprechend ändern. Als nächstes gehen wir in der Zeile der Höhenruderachse am Ende auf dieses kleine Zahnrad. Daraufhin kommen wir in ein weiteres Menü und hier gibt es den Punkt Invertierte Achse einstellen. Sollte bei euch irgendeine Achse, egal welche, spiegelverkehrt sein, dann
und aktiviert hier den entsprechenden Schieberegler auf die rechte Seite und hakt diesen Punkt an. Bei mir hat das beim Flightstick nicht nur das Höhenruder betroffen, sondern beispielsweise auch den Gashebel bzw. die Gashebelachse. Auch hier habe ich über die nach Eingabesuche den Gashebel betätigt, daraufhin die Achse gefunden und über das Zahnrad über dieses Menü hier die Achse invertiert. Und hier nur keine Hemmungen beim Ausprobieren, beziehungsweise keine Angst, etwas irgendwie zu überschreiben, denn das grundlegende Standardprofil beeinträchtigt diese Veränderung ja nicht. Ihr verändert lediglich euer für euch angelegtes Profil. Falls irgendetwas schiefgehen sollte, könnt ihr jederzeit auf das Standardprofil zurück und ein weiteres, neues, auf euch individualisiertes Profil anlegen. Als nächstes packen wir jetzt unsere Trimmung auf das Trimmrad am Flightstick. Wenn wir hier nach der Eingabe suchen, dann sagt uns das System, das ist Joystick Achse 8. Allerdings kommt in diesem Fall jetzt keine Bezeichnung darunter, was uns dazu bringt, die Suche zu verwenden. Hier reicht es, wenn wir das Ganze abkürzen mit Trim. Infolgedessen wird uns hier jetzt alles angezeigt, was diese Bezeichnung, die wir darüber eingegeben haben, enthält. Und hier haben wir sie dann auch schon gefunden, die Höhenruder-Trimmungsachse. Wir klicken hier einmal auf das Zahnrad und wie ihr seht, habe ich hier schon die Joystick Achse 8 Minus und Joystick Achse 8 Plus hinterlegt. Beides auf das erste freie Feld. Beide Tasten findet ihr hier auf der linken Seite, wo ihr im Übrigen alle Tasten der jeweils ausgewählten Hardware findet. Doch Vorsicht, hier müsst ihr behutsam scrollen, sonst passiert genau das und ihr landet am Dashboard bzw. am Desktop. Bedeutet, alles neu laden und was ihr bis dahin nicht abgespeichert hattet, ist leider auch verloren. Also, wieder reingesprungen, nach unten gescrollt, 8 Plus und 8 Minus gesucht und entsprechend angehakt. Durch die vorherige Suche nach Eingabe wussten wir, dass es sich um die Achse 8 handelt. Auch diese Achse wäre, wenn wir sie so lassen, spiegelverkehrt. Wenn das für eure individuellen Einstellungen okay ist, dann lasst das natürlich. Ansonsten können wir auch diese Achse wie gehabt hier über diesen Button entsprechend invertieren. Danach sind wir mit der Trimmung soweit fertig. Wir haben das Trimmrad am Flightstick entsprechend eingestellt und wie vorhin schon erwähnt, empfehle ich euch jeden Schritt, den ihr abändert, direkt zu testen, ob er denn sich in der Praxis umsetzen lässt. Nach und nach lassen sich so alle Punkte, die euch stören bzw. die ihr ändern wollt, entsprechend abändern. Was uns in der Geräteliste an Konsole, also an Xbox, nicht angezeigt wird, sind die Rudder Pedals, also die Pedale. Diese sind nicht direkt mit der Konsole verbunden, sondern über den Flight bzw. den Flight Stick. Darüber aber dann selbstverständlich voll funktionsfähig und in das System eingebunden. Das Tolle an Pedalen ist, dass man darüber nicht nur das Ruder steuert, sondern auch die linke und rechte Bremse jeweils getrennt als Achse. Also je stärker ich das jeweilige Pedal nach vorne kippe, desto stärker bremse ich auf die jeweilige Seite. Und genau das zeige ich euch jetzt, wo ihr das findet und wie ihr das einstellt. In die Einstellung zu den Steuerungen kommt ihr im Übrigen auch über das kleine Controller-Icon oben in der Leiste. Ihr müsst nicht immer über das Pause-Menü gehen. Ich jedoch gehe lieber diesen Weg hier. Zurück zur Bremse. Wir wählen in der Geräteliste unseren Velocity One Flightstick aus und geben im Suchbegriff Brems ein. Wichtig ist, gebt nicht Bremse ein, also lasst das E am besten weg. Der Hintergrund dazu ist relativ simpel. Im Wort Bremsachse fehlt das E selbstverständlich auch und hättet ihr nun Bremse eingegeben und danach gesucht, wäre die Bremsachse gar nicht aufgetaucht. Und das können wir für zukünftige Suchanfragen uns auch gerne merken, denn manchmal ist hier weniger einfach mehr. Und jetzt zeigt es uns hier natürlich nicht nur die Achsen an, sondern alle möglichen Kombinationen, die Brems im Wort inbegriffen haben. Und so finden wir hier zum Beispiel auch Bremse links, Bremse rechts. Wir wollen aber die Achse, wie man hier sehen kann, entsprechend hinterlegen. Hintergrund dazu ist, je stärker wir auf das Pedal dann später treten, desto stärker wollen wir bremsen. Wir brauchen also eine Achse und nicht einfach nur eine Knopfbelegung. Um jetzt herauszufinden, um welche Achse es sich innerhalb unseres Setups dabei handelt, gehen wir hier einmal wieder auf den Punkt nach Eingabe suchen und treten ins Pedal. Sollte hier unten noch nichts weiter hinterlegt sein, weil die Achse noch nicht vergeben ist, dann wird sie uns oben im Suchfeld zumindest angezeigt mit Achse 12 bzw. Achse 13. Und genau diese Achsen hinterlegen wir dann auf die Bremsachse links bzw. Bremsachse rechts. Die Schnellansicht, also das schnelle nach links und rechts gucken oder sich auch frei umzusehen im Cockpit, funktionierte bei mir über den Flight
Flightstick, am kleinen Joystick ganz oben am Flightstick leider überhaupt nicht. Und hier scheint es in der Standardbelegung tatsächlich massive Fehler zu geben. Ich zeige euch, was ich meine. Dazu gehen wir, Geräteleiste ist mittlerweile klar, ne, auf den Flightstick und über die Suche geben wir hier jetzt einmal Cockpit ein und suchen danach. Im Anschluss wird uns alles angezeigt, was eben diesen Begriff Cockpit im Suchfeld bzw. in der Begrifflichkeit enthält. In der Standardkonfiguration sind unter Schnellansicht hier jede Menge Knöpfe hinterlegt, also was den kleinen Joystick am Joystick betrifft. Im Piktogramm hier rechts des Flightsticks wäre das der Knopf mit der Nummer 19. Diese Hinterlegungen sind jedoch alle komplett falsch gewesen bei mir in der Standardkonfiguration. Und nicht nur das, auch die Begriffe sind hier falsch hinterlegt. Wenn ich beispielsweise unter Schnellsicht Cockpit rechts die richtige Zuordnung hinterlegt hatte, stellte sich am Ende heraus, dass dadurch Schnellsicht Cockpit hoch angewählt wurde. Für mich kam ich dann zu dem Entschluss, dass alles, was unter Schnellsicht Cockpit hoch bis runter über die Gradzahlen bis hin zu Durchschalten hinterlegt ist, dass ich das jetzt erstmal komplett herauslösche und mich auf die Gierungsachse und Neigungsachse Cockpit-Ansicht konzentriere. Insofern es sich dabei jetzt bei mir nicht um einen Einzelfall, sondern tatsächlich um einen Bug in der Standardsteuerung handelt, wird es früher oder später sicherlich zu einer Behebung des Ganzen kommen und man kann das Thema erneut angehen. Um die Achsen dieses kleinen Joysticks Knopf 19, der im Übrigen auch H2 am Gerät selbst genannt wird, zu definieren, gehen wir auf die altbekannte Art und Weise wieder vor. Wir gehen also auf nach Eingabe suchen, drücken den kleinen Joystick H2 nach oben bzw. unten, um die eine Achse zu definieren und wiederholen das Ganze mit links oder rechts, um die weitere Achse zu definieren und hinterlegen diese Achsen entsprechend bei Neigungs- bzw. Gierungsachse Cockpit-Ansicht. Das Ganze ist im Übrigen auch standardmäßig für die Außenansicht so schon hinterlegt. Die Instrumentenansicht im Cockpit würde ich euch empfehlen, auf den Knopf H1 zu legen, der direkt neben dem H2 am Flightstick liegt. Als ich den Flightstick angeschlossen hatte, konnte ich in der Cockpit-Ansicht ein sogenanntes Stick-Drift feststellen. Das bedeutet, die Kamera bewegt sich, ohne dass ich irgendetwas bewege oder berühre. Falls ihr so etwas an eurer Peripherie feststellen solltet, habt ihr eine Möglichkeit, dies zu beheben. Wir wechseln somit in die Steuerungsoption, wählen in der Geräteliste das betreffende Gerät aus und versuchen jetzt erstmal die Achse zu definieren, die es betrifft. Ich wechsle hier jetzt erstmal wieder auf mein Profil, um euch das in der Bewegung zu zeigen, bin ich auf das Standardprofil kurzzeitig wieder zurückgesprungen. Da es hier in meinem Beispiel um die Cockpit-Kamera geht, betrifft es wieder den kleinen Joystick H2 am Flightstick und somit die Neigungs- und Gierungsachse Cockpit-Ansicht. In meinem Fall driftet die Kamera nach links oben ab. Nachdem wir wissen, um welche Achse es sich handelt, gehen wir hier einmal auf Hardware-Einstellungen rechts unten. Hier finden wir alle Achsen und dort müssen wir jetzt eine sogenannte Todzone hinterlegen bei den entsprechenden Achsen, die es betrifft. In meinem Fall ist es Achse 7 für die Neigungsachse und dort reicht mir dann ein Wert von 0,1, den ich hier hinterlege. Das kann bei euch selbstverständlich ein ganz anderer Wert sein, je nachdem, wie stark und ausgeprägt die Bewegung ist. Hier muss man einfach ein bisschen herumprobieren, um seine richtigen Einstellungen zu finden. Und wie erwähnt, driftet das Ganze bei mir nach links oben ab, weshalb ich hier den gleichen Wert auch noch bei Achse 6 der Gierungsachse hinterlege. Stick-Drift kann entstehen, wenn man beispielsweise nach langer Zeit der Verwendung der Hardware an den Joysticks entsprechende Abnutzungserscheinungen bekommt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wie ihr seht, kann man das über die entsprechenden gezeigten Optionen im Microsoft Flight Simulator 2024 oder auch 2020 komplett beheben. Zu den Achsen eventuell noch ein allgemeiner Hinweis. Und da ich den 2020er Microsoft Flight Simulator gerade erwähnt habe, beziehen wir den vielleicht mit ein, denn dort hat sich die Situation wie folgt dargestellt. Insofern ihr im Bereich der Achsen eure Achsen bewegt hattet, bewegt sich im 2020er der Punkt hier in der Mitte auch in die entsprechende Richtung. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt im 2024er leider noch nicht der Fall und ich hoffe, das wird schnellstmöglichst nachgereicht. Es liegt jedenfalls nicht an eurer Hardware, die Achsen reagieren, ihr seht's nur nicht. In der Standardeinstellung der Steuerung kommen wir immer wieder mal auf Situationen, in denen verschiedene Knöpfe doppelt, dreifach, vierfach oder mehrfach hinterlegt sind, wodurch Konflikte entstehen können. Solltet ihr hier irgendetwas vermuten, dann könnt ihr über die Funktion nach Eingabe suchen. In meinem Fall drücke ich als Beispiel am Flightstick den Knopf B16, euch alles anzeigen lassen, was für diesen Knopf hinterlegt ist. Die 4 in dem Kreis dahinter zeigt an, dass 4 weitere Funktionen für diesen Knopf hinterlegt sind.
somit also 5 insgesamt. Eine kritische Doppelbelegung könnt ihr dann beispielsweise löschen, indem ihr mit dem Mauszeiger darüber fahrt und Backspace drückt, so wie das links unten angezeigt wird. Oder ihr geht über das dahinterliegende Zahnrad in das Untermenü. Links oben seht ihr nun den aktuell zugewiesenen Befehl und in der Mitte unten die möglichen Konflikte, also genau die Dinge, die auf die gleiche Taste belegt sind. Von hier aus könnt ihr dann, also innerhalb dieses Menüs, in die weiteren zugewiesenen Befehle direkt reinspringen. Wir müssen also nicht ständig hin und her springen und ins vorherige Menü wieder reingehen, sondern können von hier aus direkt den von uns vermuteten zugewiesenen Befehl, der den Konflikt auslösen kann, anwählen und hier direkt löschen. In diesem Beispiel habe ich jetzt einfach mal die Türbeleuchtung entfernt. Und wenn wir jetzt ins vorherige Menü zurückspringen, dann sehen wir, dass aus den ehemals 5 hinterlegten Befehlen hinter diesem Button jetzt 4 wurden und es für jeden jetzt 3 statt vorher 4 weitere gibt. Auch in diesem zweiten Fenster hier können durchaus Befehle hinterlegt sein oder von euch bewusst hinterlegt werden und deshalb platzieren wir jetzt hier einfach einmal einen bei Grafik hoch umschalten als Beispiel. Um jetzt gezielt auf diesen zweiten Bereich hier zugreifen zu können, gehen wir hier einmal wieder aufs Zahnrad und hier finden wir jetzt standardmäßig wieder den ersten Wert, also die erste Spalte, in diesem Fall Joystick-Button Nummer 16. Wenn ihr gezielt den zweiten Wert einstellen wollt, dann müsst ihr hier unten diesen Schalter umschalten von Primary auf Secondary. Nach der Umstellung habt ihr dann vollen Zugriff auf die zweite Eingabe, in diesem Fall Joystick-Button 1. Und auf diese Art und Weise und mit ein bisschen Geduld könnt ihr so jeden einzelnen Button und jede Achse entsprechend zuordnen. Ab hier sind wir jetzt beispielsweise mit dem Velocity Flight unterwegs, nach wie vor an Xbox. Auch hier werden die Rudder Pedals nicht angezeigt, da diese am Velocity One Flight bzw. Flight Stick angebracht waren und diese an der Xbox angeschlossen ist. Eine Abbildung des Flight gibt es auf der rechten Seite bisher nicht. Die Pedale funktionieren auch am Flight hervorragend, lediglich die Bremsachsen mussten wir erneut einstellen, sowie am Flight selbst beispielsweise die Höhenruderachse, auch die war seitenverkehrt. Außerdem habe ich den ein oder anderen Knopf individualisiert. Die Herangehensweise ist dabei genau die gleiche wie beim Flight Stick zuvor und ihr werdet ganz schnell selbst feststellen, dass je mehr ihr euch damit beschäftigt und je öfter ihr eine kleinere Veränderung vornehmt, desto leichter geht es von der Hand. Wichtig ist, erstellt euer Profil und greift entsprechend darauf zurück. Sollten zum Thema Steuerungsprofile noch Fragen auftauchen, möchte ich hier auch nochmal unseren Discord-Server erwähnen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und dort gibt es dann im Bereich oft gestellte Fragen weitere ergänzende Informationen. Hier sehen wir jetzt bereits das Flight Deck, dessen Verwendung ausschließlich am PC möglich ist. Wichtig ist auch hier über die App die entsprechenden Updates für die Hardware zu installieren. Und was dann am PC auch direkt auffällt, ist, dass wir in den Einstellungen zur Steuerungsoption in der Geräteliste, anders wie auf Xbox, dann auch die Rudder Pedals sehen. Es gibt zwar keine Abbildung dazu, sie werden aber dadurch, dass sie direkt am PC angeschlossen sind und nicht über ein anderes Gerät, separat aufgelistet. Das Flight Deck an sich wird hier zweimal erwähnt. In meinem Fall ist es so, dass das obere Flight Deck der Bereich ist mit dem Flight Stick und der untere Teil ist der Bereich mit dem Schubhebel. Insgesamt haben wir dann also 3 Teile, die jeweils direkt mit dem PC verbunden werden. Vom Flight Deck einmal der Flight Stick separat, einmal der Schubhebel separat und eben dann noch die Pedale. Zum Flight Deck kann ich auch noch ergänzend sagen, dass hier sämtliche Achsen sofort nach dem Anschließen richtig funktioniert haben. Die Zeit, die man sich dadurch spart, weil man die Achsen nicht umstellen muss, versenkt man aber ganz locker beim Flight Deck in weitere andere Möglichkeiten. Alleine der Schubhebel mit seinem Display bietet so viele zusätzliche Einstellungsvarianten, dass man hier locker noch einige Stunden damit verbringen kann, die Einstellung zu optimieren. Aktuell gehe ich davon aus, dass durch verschiedene Patches und im Laufe der Zeit auch die Steuerung, die Standardsteuerung optimiert und angepasst wird, sodass man beispielsweise einen T-Flight HOTAS One per Plug-and-Play anschließen kann und dann sofort losfliegen könnte. Wann das allerdings der Fall ist, ist völlig offen und im Grunde genommen kann es auch nicht schaden, sich intensiv mit der Steuerung zu beschäftigen, um auch in Zukunft individuelle Lösungen zu finden. Und es sei auch nochmal erwähnt, es ist völlig egal, welche Peripherie
Peripherie ihr verwendet, also wer der Hersteller der Peripherie ist, eine Achseinstellung und Tastenbelegung und so weiter, läuft immer gleich ab. Insofern hoffe ich, dass ich euch mit diesem kurzen Video hier eine gute Grundlage dafür schaffen konnte, um zukünftig mit der Steuerung im Microsoft Flight Simulator 2024 individuell und gut klarzukommen. Solltest du Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten haben, nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Gerne hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Discord, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.